Willkommen bei Michas Bastelstunde. Schön, dass ihr dabei seid. Heute, ich hatte was versprochen, ich wollte etwas Ladegut machen. Aber zunächst mal, nur zum Vergleich, ich habe hier so eine kleine Waage. Das ist ein handelsüblicher Waggon von Märklin, inklusive Achsen. Leer wiegt der, wie man sieht, 34 Gramm oder für die internationalen Zuschauer 1,2 Unzen. Auf dem Flohmarkt bekam ich mal diesen Wagen mit einer Ladung Kies bestückt. Die ist offensichtlich mit Leim da eingebracht. Genau genommen haben wir sogar 2 davon. Und die wiegen inklusive Ladung 2,5 bzw. 2,7 Unzen oder 76 bzw. 71, fast 72 Gramm. Das ist natürlich ganz schön heftig. So, wir wollen aber ein bisschen leichter arbeiten. Das spart Material, das spart Gewicht und das schont die Züge. Die Achsen habe ich jetzt mal abgemacht, damit mir der Wagen nicht dauernd hin und her rollt. Wir messen zunächst mal ganz genau den Innenraum aus, kommen auf ganz knappe 3 cm in der Breite und etwa 7,4 cm in der Länge. Und unser gutes altes Styrodur, da genügt wieder mal ein Reststück. Ich habe das schon mal angezeichnet, jetzt kommt es nur darauf an, dass wir den Klotz so hinkriegen, dass er haargenau in unseren Anhänger passt. Der ist definitiv zu breit geraten, da müssen wir noch ein bisschen was kappen. Wir sehen noch, der ist nicht genau gerade hier. Mit dem scharfen Messer ist es wie gesagt kein Problem, auch dünnste Scheiben davon abzuschneiden. So, das, was da noch an Zehntelmillimetern zu viel ist, das schleifen wir uns mit dem Schmirgelpapier ein bisschen runter. Wir wollen die Ladung ja vielleicht eines Tages wieder rausnehmen aus dem Wagen. Jetzt passt es fast genau. Noch einen Hauch. Jetzt fällt er von selber hinein und von selber wieder heraus. So groß muss er sein. So, das füllt unseren Wagen schon mal zu gut 90% und wiegt dabei fast nichts. Das werden wir jetzt noch ein bisschen bearbeiten. Jetzt rücken wir dem Stückchen hier mit einer Raspel zur Leibe. Jetzt kommt es nicht mehr auf eine glatte Oberfläche an. Kanten ein bisschen runden. Und in der Mitte ein richtiges Tal hinein raspeln. Dass wir so 2 Gipfel haben. So, das Gekrümel an der Seite sollten wir vielleicht mit dem Schmirgelpapier wieder, wo ist es hin, versäubern. Muss nicht gleichmäßig sein. So, das wird noch ein bisschen plastischer. So. So ungefähr stellen wir uns das vor. Beim Anmalen habe ich jetzt mal einen Handschuh übergezogen.
Hier haben wir schwarze Acrylfarbe, die wir ein bisschen wässrig anmachen, damit es auch in jede Fuge läuft. Ränder schön ausmalen. So, denn jetzt spätestens würde man schmierige Finger kriegen. So, jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Weißleim dazu, den tönen wir mit der Farbe auch ein bisschen schwarz ab und streichen möglichst nur die Oberseite mit diesem Leimfarb-Wassergemisch ein. Nicht die Kanten, die müssen glatt bleiben, sonst passt das Ding nachher nicht mehr in unseren Waggon. So, ordentlich, reichlich Leim drauf und jetzt irgendein Streumaterial. Wir haben hier eine dunkle Farbe genommen, nehmen also so eine Art Schotter, das Ganze satt überstreuen. Man kann Kohle nehmen, man kann Sand nehmen, entsprechend sollte man vielleicht den Untergrund anpassen. So, das drücke ich jetzt nochmal mit der Hand in den Leim hinein. Und dann klopfen wir das Ding ein bisschen ab. Das überschüssige Streumaterial kann gleich zurück in die Dose. Hier achten wir jetzt nur darauf, dass wir die Kanten sauber kriegen. Ich habe hier so einen Kratzer, den mache ich das mal ganz grob schon mal. Das Material, das ich hier verwende, ist eine Art Dekosand, der glänzt und glitzert noch ein bisschen. Das werden wir gleich noch mit Farbe ein bisschen korrigieren. Und wenn wir die Kanten dann schön säuberlich freigeschabt haben, lassen wir das jetzt erstmal gründlich durchtrocknen. Jetzt müssen wir der Sache nur noch ein bisschen den Glanz nehmen. Wir haben hier Weiß mit einem ganz winzigsten Menge Schwarz. Streichen den Pinsel gründlich aus. Wenn praktisch keine Farbe mehr drin ist, huschen wir damit ein bisschen über die Oberfläche, um die Glanzpunkte etwas abzustumpfen. Das macht es auch noch ein bisschen plastischer, weil die Tiefen schwarz bleiben, die Oberflächen etwas weißlich werden. So, das war's. Jetzt zum Vergleich ein unbehandelter. Man sieht ihn noch ein bisschen glimmern. Und der hier ist jetzt schön stumpf und einheitlich grau und passt haargenau in unseren Waggon. So, und für die technisch Interessierten unter uns holen wir nochmal die Waage hervor. Diese ganze Ladung hat jetzt ein Gewicht von etwas um die 4,5 Gramm. And now, as a service for everybody who wants to know the weight of these little rascals and is still measuring in imperial units, we've got 0.14 ounces for this or 0.16 for this. Thanks for watching, as always. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wer es jetzt noch ganz vorbildgerecht machen will, der legt natürlich noch ein paar Spanngurte um die Ladung, um sie gegen Verrutschen zu sichern.